Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und der Kameramann Micha ist für euch wieder da. Genau. Und es war wirklich, wirklich schön heute, finde ich, das Projekt, weil das hängt hier nämlich. Und das ist so, ich würde mal sagen, doch schon ein weihnachtliches, eine weihnachtliche Deckendeko. Und das wieder mit ganz viel Natur, Hortensien, Zapfen, Juteband und Thuja aus dem Garten, Pilze und Kokossterne. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Ich werde gleich seekrank hier, Micha. Ja. Das wackelt, der Kranz wackelt so. Genau, den haben wir nämlich rausgeholt. Der ist vom letzten Jahr. Genau, und den hatten wir zuletzt umdekoriert mit den konservierten Pusteblumen. Und die sind nämlich noch perfekt. Den hatten wir oben im Gästezimmer auf dem Ständer mit den Kerzen. Die habe ich jetzt schon mal weggenommen. Und ja, der Kranz ist immer schön, gerade zum weihnachtlichen Zeit. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir mal so eine vorweihnachtliche Deko-Idee. Das kommt jetzt alles ab. Diese Zweige lasse ich dran. Und die Lichterkette, das seht ihr, da habe ich auch gerade eben den Stoff abgemacht. Die lassen wir auch dran, weil die habe ich einfach nur rumgewickelt. Das ist ein Bündel, die hatte ich geteilt und einfach nur hier um die Zweige rumgewickelt. Und es hält ewig und deswegen habe ich gedacht, diese Basis lassen wir. Dann gucken wir hier unten mal eben weiter, was wir heute gut gebrauchen können. Da haben wir einmal nochmal diese Kokossternchen, die in weiß heute. Dann habe ich rote Kerzen gefunden, andere habe ich im Moment gar nicht. Dann war ich im Garten und habe nochmal ein bisschen Thuja auch geschnitten. Dann habe ich nochmal die gewachsenen Zapfen in weiß. Die alten Pilze, die wirklich Jahre alt sind, aber super wirklich für natürliche Deko-Ideen, also ganz toll. Dann Jutestoff, Juteseil, Gartenschere, Schere und, wo habe ich ihn? Einen Seitenschneider, suche ich gleich mal eben. Dann habe ich noch Draht, einmal den silbernen Bindedraht und den Schmuckdraht. Ach, da habe ich den Seitenschneider nämlich auch. Und auf der anderen Seite haben wir die Heißklebepistole sowie diese Schale. Die steht bei uns im Wohnzimmer nämlich so. Da ist eigentlich noch eine Lichterkette drin gewesen. Ich mag das. Das sind aus unserem Garten die Hortensien und die Physalis, die hatte ich nochmal bekommen, genau. Und vielleicht können wir das heute mit eindekorieren und ich würde sagen, das kommt erstmal ab und dann geht's los. Guck mal, alles ruckzuck, schnell abgemacht und dann würde ich sagen, können wir auch schon starten. Hier oben in der Infobox könnt ihr noch mal gucken wegen der Pusteblumen, die konservierten. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Aber ich denke, da können wir noch mal wieder eine schöne Sache machen nächstes Jahr, oder Micha? Ja, klar. Das war wirklich, also bombastisch. Die haben gehalten, das ist unglaublich. Und ich setze mich jetzt hier mal hin und ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Zapfen. Ich nehme jetzt hier den dünnen Schmuckdraht. Wir brauchen gar nicht den Bindedraht nehmen. Gehe jetzt hier in den Zapfen rein und lege mir jetzt einmal den Bindedraht hier rum. Genau. Einmal richtig schön hier in den Zapfen und dann hält das auch wunderbar. Und dann könnt ihr hier jetzt mit dem Draht in die Mitte gehen und hier, wo der Nupsi ist, sage ich jetzt mal, gehe ich ein paar Mal mit dem Schmuckdraht rum. Falls ihr das Gefühl habt, das rutscht ab oder es hält nicht, kann man gerne mit der Heißklebe das nochmal fixieren. Das ist natürlich dann ganz gut. Dann schneide ich mir hier ein Stück erstmal ab. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Heißkleber, besser ist, fixiere mir das, gehe hier schön ordentlich rum, warte jetzt, bis es trocken ist. Und das mache ich jetzt, würde mal sagen, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück bereite ich jetzt vor. Ich gehe jetzt wieder hier rum,
Das geht auch wirklich flott. Ein paar Mal hier oben abschneiden, Heißkleber, und die anderen bereite ich schon mal vor. Und solange wir warten, bis es alles trocken ist, nehme ich jetzt hier einfach die Hortensien und mache mir immer so kleine, so kleine Büschelchen und drahte mir die jetzt genauso hier am Stiel einfach nur an. Ich gehe hier einmal rum und zwirbel mir das hier bis nach oben hin und mache mir jetzt den Draht oben ab. Und dann mache ich unterschiedliche Höhen, ruhig ein bisschen länger lassen, damit man nachher mit der Höhe schön spielen kann. Und das mache ich jetzt mit einigen Hortensien. Hortensien haben wir angedrahtet und jetzt hier ist es richtig schön trocken geworden, das sieht man auch. Ich habe mir jetzt hier 3 Zweige von der Thuja abgeschnitten und die hier so um den Zapfen gelegt, wie so eine Mütze, und nehme jetzt den Draht und gehe jetzt ein paar Mal um die Zweige rum. Kann man das sehen? Ja, ne? Dass das so ein bisschen hält, genau. Und dann nehme ich nämlich mein Juteband, da schneide ich mir vorab jetzt schon mal ein Stück ab. Und das wollen wir jetzt einfach nur ganz dekorativ. Hier möchte ich das gerne einmal rumwickeln. Ich nehme jetzt hier so ein Stück und werde jetzt praktisch mit dem Band, indem ich nach unten wickel, das Band mit einwickeln. So, und dann gehe ich nämlich nach unten und wickel mir jetzt hier das Juteband bis nach unten hin. Kann man ruhig öfter rumwickeln oder nur einmal, ja, wie man das gerne möchte. Hier schneide ich mir jetzt schon mal ein bisschen ab. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Und hier nehme ich jetzt einfach nur die Heißklebe, mache mir einen Klecks Heißkleber rauf und fixiere mir das Band, indem ich da jetzt einmal ein bisschen gegendrücke, warten, dass es trocken ist. Und dann haben wir eine ganz natürliche Deko für den Zapfen. Zapfen sind alle fertig und jetzt kommt natürlich das Beste. Die werden jetzt hier wunderbar in die Äste mit eingearbeitet und da gehen wir einfach nur mit dem Schmuckdraht rein und drehen das ein paar Mal um. Und jetzt kann man auch, was natürlich immer schön ist, hier von der Kette her, kann man die hier auch mit einarbeiten. Das heißt, dass wir auch in der Mitte die Zapfen haben. Und ich würde mal sagen, ja, dann nehmen wir natürlich die längeren. Das mache ich mal eben. Zapfen hängen alle und jetzt kommen die Hortensien. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil die auch wirklich so natürlich sind. Mich hat eben unten geguckt, ob wir kleine rote Kugeln haben, aber die haben wir leider nicht. Sonst hätten wir nämlich hier nochmal so eine kleine, gerade zu Weihnachten, so eine rote Kugel mit dran geklebt. Aber egal, dann machen wir lieber was anderes und nehmen Plan B. Aber jetzt kommen erstmal die Hortensien. Mir gefällt das echt gut. Dir auch, Micha? Ja, sehr gut. Das rede ich natürlich heute. Genau, und es geht in die Weihnachtszeit. Das ist noch das Allerbeste. Und ich würde sagen, jetzt sind wir hier einfach nochmal diese alten Pilze und auch die kommen jetzt hier oben einfach ran. Ich nehme mal richtig schön heißen Klecks, einen Klecks Heißklebepistole und drücke mir die hier ran. Und zu guter Letzt finde ich diese Sternchen, die passen auch noch wirklich gut hier rein. Und die klebe ich mir jetzt auch noch hier fest. Alle Sternchen dran, guck mal. Und das Batteriefach habe ich einfach wieder hier mit der Jute, mit dem Jutestoff und den Rest Draht umwickelt. Und das klemme ich mir jetzt hier oben einfach so darunter. Und dann, was natürlich nicht fehlen darf, sind die Kerzen. Und die kommen jetzt hier erstmal oben rauf. Und da ist er.
unser Weihnachtskranz, ne? Ja. Den kann man, ich musste eben hier durchgucken, den kann man natürlich auch super von der Höhe verstellen. Wir haben oben einfach immer Draht und dann kann man den immer ganz gut hoch und runter binden. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Und ja, uns gefällt das sehr gut, gerade mit diesen natürlichen Sachen und auch das Echtwachskerzen, aber auch, wie gesagt, eine Lichterkette, die geht immer von alleine an und aus und das ist immer ganz cool, diese Kombi finden wir. Und wir hoffen natürlich auch, dass es auch euch gefallen hat, wir euch inspirieren konnten, paar kleine Ideen mitgeben konnten, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Folgt uns auf Instagram, Facebook immer gerne, da kommen immer mehr Highlights, wisst ihr ja. Aber ich würde sagen, bis die Tage, wir freuen uns auf euch, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau, die Sonne kommt raus, ich gehe mit dem Hund. Tschüss! Tschüss!